großartig, dass sie jetzt diese Anerkennung kriegt, gerade auch durch die Designszene, die sie in ihrer ganzen Praxis ja auch herausfordert und kritisiert. Paula ist eine Designerin, die sich mit Mechanismen innerhalb der Designwelt beschäftigt. Ich glaube, es ist eine Art und Weise von einem sozialen Design. Paula forscht und schreibt, Aktivistin, diskutiert mit vielen verschiedenen Menschen über was sie forscht und schreibt, eine Stimme für viele, die vielleicht keine Plattform bekommen, setzt sich zur Wehr. Sie bespielt sehr viele Formate. Das geht ja vom Design, vom Produktdesign, von Mode, von Fashion über akademische Analyse bis hin zur Politik, bis zum Ausbilden von jüngeren Generationen. Paula hat sofort eine Wand eingerissen bei mir. Sie stand mit mir vor ihrem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, und erzählte mir von den Saisonierkindern. Dies öffnete eine Tür für meine eigene Autobiografie zu einem Ort hin, an dem ich bis daher noch nicht war. Ich konnte mir nicht vorstellen, was es heißt, versteckt werden zu müssen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, was es heißt, diese Angst zu haben, dürfen die Eltern bleiben. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was es heißt, auch teilweise ausgegrenzt zu werden dann von den Mitschülerinnen oder von der Umgebung. Paula hat an einem Talk, zu dem ich sie eingeladen habe, mal gesagt, Privilegien sind eigentlich das, was man nicht erlebt oder nicht sieht, wenn man sie hat. Und in dem Sinne fühlte ich mich in ihren Themen eigentlich sehr erwähnt, würde ich sagen, weil ich durch ihre Arbeit eigentlich nochmal einen neuen Zugang dazu bekommen habe, was es bedeutet, in einem Design-Kontext aufgewachsen zu sein oder eben nicht. In vieler Hinsicht hat sie sich weniger zugetraut, als ich ihr zugetraut habe. Und ich habe im Lauf der Arbeit gerade auch durch sie gelernt, dass dies natürlich nicht persönlich, sondern eben strukturell, politisch, sozial bedingt ist. Warum ist es für mich überhaupt kein Problem, dass man eine Doktorarbeit schreibt? Für sie war das ein Thema, das eine Auseinandersetzung mit den Erwartungen der Familie, mit den Erwartungen an sich selbst zutage brachte. Vor etwa 10, 15 Jahren kamen an der Designhochschule, zumindest in der Studienrichtung Textildesign, diese globalen Themen ganz stark auf. Also ich würde sagen, Vorläufer vom heutigen Nachhaltigkeitsdiskurs. Bei uns waren das natürlich internationale Lieferketten, der globale Handel, was da alles zusammenhängt, Kolonialgeschichte, ganz stark im Textilen, aber auch kulturelle Aneignung. Und als ich von Paula gehört habe, mit welchen Themen sie sich beschäftigt, das war für mich klar, dass sie absolut eine ideale Besetzung ist, um das wirklich auch den Studierenden nahezubringen. Die Begegnung mit Paulas Themen hat bei mir ausgelöst, dass ich meine eigenen Themen schärfen konnte und vielleicht auch so eine Sprache dafür finden konnte. Als wir am Abend des Theaterspektakels gemeinsam auf der Bühne standen, um unseren Schwarzenbach-Komplex und das letzte halbe Jahr, das wir gemeinsam erarbeitet haben, zu zeigen, war ich beeindruckt davon, wie präsent und cool sie geblieben ist auf der Bühne. Sie hatte sich auch noch Zeit genommen für die Leute, die sich verletzlich machen auf der Bühne, die an die Hand genommen, wortwörtlich, und hat es geschafft, die Scham und Verletzlichkeit mit ihrer Rückendeckung zu einer Ressource zu gestalten. Ich fand bei Schwarzenbach, was immer so bestechend ist der Moment, wo alle zusammenkommen und man im Kreis sitzt und über Dinge spricht und sehr viel geteilt wird und so ein Raum geschaffen wird, ein Safe Space, wo erinnert werden kann, wo über Gewalt, Rassismus, Klassismus gesprochen werden kann auf eine sehr ehrliche und gute Art. Da gibt es ja verschiedene Wellen von Migrationsgeschichten in die Schweiz. Über die verschiedenen Generationen kamen da Leute zusammen, die das dann gemeinsam aufarbeiten, für ihr Recht einstehen und eine Mischung zwischen Fragen und Forderungen stellen. In meinem Designverständnis macht sie insofern Design, als dass sie ganz viel zu einer neuen Kultur beiträgt, wie man Design verstehen kann. Dass sie
Transformation anstößt auf einer höheren Ebene, wo es eben nicht darum geht, ein schönes Foulard zu entwerfen, sondern zu fragen, was DesignerInnen sonst noch zur Gesellschaft beitragen können. Paulas Arbeit ist sehr integrativ. Es verbindet die akademische Forschung, es verbindet die Vermittlung, es verbindet den Aktivismus, es verbindet das Engagement und die Ausbildung auf eine Art, wo wir sagen können, alles ist Design und alles zielt auch auf eine, wenn man will, schöne, einprägsame Form hin. Das heißt, jeder Bereich ihrer Tätigkeit ist auf seine Art sehr schön. Paula ist Lustig, Mutig, Neugierig, Als ganzer Mensch präsent. sehr aktivistisch, kreativ, offen, Paula ist freundschaftlich, sehr vertrauensvoll. Ein Vorbild, in erster Linie Mensch. fair. Sie ist unvoreingenommen. Wegbegleiterin, Paula inspiriert Menschen.